Ich glaube, es gab mal einen Bericht auf RTL oder Galileo Pro7 über unser Projekt. Ich habe dir, glaube ich, die Geschichte erzählt. Das hat eine Dame aus Hamburg gesehen, weit über 60. Die hat ihn gesehen und dann 2 Tage später stand die bei uns vor der Tür und sagt, die zieht jetzt hier ein. Spricht so kein Wort Englisch. Die wohnt jetzt aber da. So, und ist auch happy. Und die kam einfach. Und also es geht. Perspektive Ausland. Der Podcast für Unternehmer und Freiberufler, die es ins Ausland zieht. Egal ob Steuerplanung, Auslandsfirmengründung oder Lifestyle-Fragen. Hier geht's jede Woche zur Sache. Und hier sind deine Gastgeber, Daniel Taborek und Sebastian Sauerborn. Ja, heute stellen wir in unserem Podcast ein ganz besonderes Land als Ziel für Auswanderer vor, Sansibar. Eigentlich eine Insel, 40 Kilometer circa vor der afrikanischen Küste. Und unser heutiger Gast, Sebastian Dietzold, lebt dort schon seit 2011, genau. Und Sebastian, sehr schön, dass du da bist. Ich freue mich wirklich sehr. Du wirst ja heute mal versuchen, unsere Zuschauer und Zuhörer so zu begeistern, dass Sansibar auf der Shortlist ankommt als mögliches Auswanderziel. Kann man das so sagen, oder? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Mache ich gerne, Daniel. Danke, dass wir hier sein dürfen. Ja, also Sebastian, wie bist du selber eigentlich auf Sansibar gekommen? Also am besten, wenn du vielleicht mal ganz kurz dich selbst unseren Zuschauern und Zuhörern vorstellst und diese Frage beantwortest: Warum war für dich Sansibar dein Top-Spitzenreiter auf deiner Shortlist sozusagen? Dafür gibt es ganz, ganz viele Antworten, Daniel, danke. Und ich fange vielleicht ganz kurz ein bisschen mit dem Hintergrund an. Ich denke mal, dass es vielleicht auch für eure Hörer ganz interessant ist. Also wir sind ursprünglich aus dem Osten Deutschlands und ich bin auch noch zu DDR-Zeiten aufgewachsen. Und meine Eltern haben dann entschieden, direkt nach der Wende, weil wir im Grenzgebiet südlich von Sonneberg in Thüringen aufgewachsen sind, direkt nach der Wende zu sagen, okay, wir wollten immer schon mal raus, jetzt gehen wir richtig raus, jetzt gehen wir gleich nach Afrika. Also ich bin schon als Jugendlicher mit 13, 14 dann nach Tansania gekommen und bin hier im Norden Tansania aufgewachsen. War allerdings nie in Sansibar zu der Zeit. Bin jetzt zur Schule gegangen, habe dann in England und in Deutschland studiert, in Leipzig studiert am Ende. Habe dort auch meine Frau kennengelernt und meine Kinder zur Welt gebracht. 3 zumindest von denen. Einer ist wirklich in Sansibar geboren, der letzte Nachzügler. Bei mir steckte schon seit der Zeit so ein bisschen dieser Afrika-Virus fest. Man sagt immer so, Leute, die jetzt in Afrika oder Besucher, die in Afrika kommen, werden ganz oft von diesem Afrika-Virus infiziert. Das heißt, man will einfach nicht mehr weg. Es ist so schön und es ist so angenehm. Die Menschen sind so großartig, man will nicht mehr weg. Und das ist bei mir damals in der Jugend passiert. Und mein Traum war immer, wir haben überlegt, wir saßen vor der Schule und haben überlegt, was machen wir, was studieren wir, was tun wir, dass wir irgendwann hier wieder herkommen können. Und ich war nicht clever genug für Medizin, was immer funktioniert. Okay, wirst halt Ingenieur. So, und deswegen habe ich Ingenieurwesen studiert, bin Bauingenieur, habe in Leipzig und in Nottingham in England studiert. Und wir haben dann einige Firmen aufgebaut mit meiner Frau, bis 2010 in Leipzig gewohnt und haben dann zu unserem zum Jubiläum, zu unserem Hochzeitstag, hat meine Frau mir einen Moleskine-Kalender geschickt und sagt, dann hier ist ein Plan drin, wie wir in den nächsten 6 Monaten, weil sie wusste schon immer, dass ich zurück will. Das war schon immer jedes Mal diskutiert. Einen Plan geschenkt, dass wir in den nächsten 6 Monaten unsere Firmen verkaufen und einen Plan machen, umzuziehen. Und haben das wirklich durchgezogen, haben es geschafft, haben dann einen Container gepackt, hatten hier eigentlich keine Idee, was wir machen, hatten auch kein Anstellungsverhältnis, nur diese Beziehung, die ich aus der Kindheit hatte und diese Liebe zu diesem Land. Und da haben sie einen Container auf den Weg geschickt und sind nach Sansibar und dachten, okay, wir wollten eigentlich gar nicht nach Sansibar, sondern nach Nordtansania, wo ich aufgewachsen bin, am Fuße des Kilimanjaros, des höchsten Berges in Afrika. Und dann okay, um uns einzugewöhnen, so mal ein bisschen und mal so ein bisschen rumzuhorchen. Wir wollten immer schon Häuser bauen für ganz normale Menschen. Und das Wachstum in Sansibar, Afrika ist so groß, Häuser werden gebraucht an jeder Ecke, ähnlich auch wie in Deutschland, wahrscheinlich aber noch deutlich, deutlich mehr. Und sind dann in Sansibar, haben dort ein schönes Strandhaus gehabt und die Kinder haben dort angefangen zur Schule zu gehen und wurden dann angesprochen und sind dann dort von der Regierung angesprochen worden und sind dann dort einfach hängen geblieben mit diesem Projekt, was wir jetzt machen. Und deshalb sind wir heute noch in Sansibar. Ich bin gerade jetzt wieder da und war viel unterwegs und es ist ja wunderschön. Also jeder, der mal in Sansibar war, will eigentlich wiederkommen oder sucht nach Gründen ganz häufig, wie man da bleiben kann. Und da gibt es ganz viele tolle Möglichkeiten und es ist einfach ein super schönes, super sicheres Land auf unserer Zeitzone. Wir sind, glaube ich, 1 Stunde vor Deutschland gerade nur. Es gibt wunderbare, ganz, ganz viele Flugverbindungen, gute medizinische Versorgung mittlerweile und natürlich werden wir darüber noch sprechen, auch Aufenthaltsgenehmigungen, permanente, wenn man hier in Größen investiert. Ja, also
es ist traumhaft schön und es ist einfach auch eine großartige Ergänzung für die sagen, okay, die langen Monate von November bis Mai bis April in Deutschland, ja, grau und Regen und kalt. Das muss nicht immer sein. Ne? Da gibt es Alternativen zu und dann ist hier wunderschöner Sommer, Daniel. Absolut. Absolut. Ganz, ganz viele tolle Gründe, hier zu sein, ja. Schön. Also das war da waren schon mal einige Steilvorlagen für weitere Fragen drin. Generell, ich frage mal, du hast gerade das Wetter gerade zuletzt erwähnt. Sag doch mal zum Wetter zum Beispiel, wie kann man sich das vorstellen? Also was ist die heißeste Temperatur und was ist die niedrigste Temperatur, wenn man in Zanzibar wohnt? Ja, also die Temperaturen, wir haben eine Temperaturschwankungen von maximal 10 Grad im Jahr, also es schwankt so zwischen 24 und 34 Grad, dann ist es schon sehr, sehr warm. Es ist allerdings halt schon etwas schwül, wenn es richtig heiß ist. Also wir haben 2 große Regenzeiten, einmal im April, Mai und einmal Ende des Jahres. Und wenn in Deutschland durch Winter ist, ist es bei uns Sommer, das heißt Hochsommer. Wir sind auf der Südhalbkugel, im Dezember, Januar wird es schon relativ warm. Am Meer allerdings, wo unsere Projekte aus sind, habe ich eine wunderschöne Brise. Also es wird da nicht so dramatisch. Und Tansania hat natürlich auch, oder Zanzibar haben natürlich auch unheimlich viel Vielfalt. Also im Süden Tansanias Highlands, ne, wo es zum Teil auch Minusgrade werden. Und dann natürlich die Küstenregion, die relativ warm ist und Bergregionen, wo es auch sehr kalt ist. Wir haben ja auch eine gewisse deutsche Geschichte hier. Ne? Gibt es die Usambara-Berge zum Beispiel, Daniel. Da waren die Deutschen, als die hier mal eine Zeit lang das Land regiert hatten und haben dort ihre Sitze gehabt. Das ist im Prinzip deutsches Mittelgebirgsklima. Dort kann ich Heidelbeeren und Erdbeeren anpflanzen. Und also es ist extrem vielfältig. Zanzibar ist natürlich tropisch, keine Frage. Es ist warm. Und jetzt gerade ist bei uns Winter. Winter heißt wunderschöne, angenehme deutsche Sommertemperaturen. Mhm. Klasse. Sehr schön. Jetzt gibt es natürlich noch ein paar mehr Fragen jetzt. Also du bist ja relativ lange dort und du hast es sicherlich schon öfters erlebt, dass jemand auch gekommen ist, dahin ausgewandert ist und vielleicht ist auch der eine oder andere wieder weg und deswegen ist immer so die Frage von der Zuschauer, also aus deiner Sicht, zu wem passt das Land und wer könnte eventuell enttäuscht sein? Also wer findet vielleicht da nicht so seinen Plan B-Refugium eher, sollte sich über ein anderes Land suchen? Du hast ja bestimmt Erfahrungswerte da. Ja. Also wir sind ja durch unsere Projekte, wir bauen ja Immobilienprojekte, wir sind Immobilienentwickler. Wir haben, Deutschland ist auch unser viertstärkster Markt als Kunden. Wir haben hunderte deutsche Kunden, die mit uns schon Immobilien investiert haben hier in Zanzibar. Ich denke, es ist ein Supermarkt für Menschen, die Gemeinschaft lieben, die das tolle Klima natürlich genießen, diejenigen, die den super Luxus suchen und die super sauberen Straßen draußen. Ich glaube, für die ist, ein Investment in Dubai oder sowas wahrscheinlich eher besser. Weil wir sind nicht der super Luxusstandort. Wir haben auch nicht 30 Michelin-Restaurants in Zanzibar. Wir haben noch gar keins, aber wir haben tolle Restaurants, ja. Aber ganz kurz, falls irgendein Zuschauer jetzt hier gerade ist, der sagt, ich würde mal ein Michelin-Restaurant eröffnen. Also in Zanzibar gibt's noch keins. Das wäre doch schon mal die Geschäfte. Ja. Wir haben jetzt deutsche Bäcker im Nord-Zanzibar hat gerade ein deutscher Bäcker aufgemacht. Das ist gerade ein Riesenhype, weil es gibt jetzt deutsches Brot und also es gibt die Nachfrage nach Know-how, auch deutschen Know-how oder Geschäftstätigkeit, auch Handwerker ist riesengroß. Und wir haben ganz häufig, also unsere Kunden sind ganz häufig die sagen, okay, ich hätte gerne einen Standort, was wir vorhin schon besprochen haben, Daniel, wo ich jetzt die Wintermonate vielleicht verwenden kann. Ich kann eine Immobilie kaufen, dann kann ich den Winter über sein, dann haben wir hier eine großartige Firma aus Südafrika, die kümmert sich darum wie eine Hausverwaltung, die dann im Prinzip das restliche Jahr die Wohnung vermietet oder das Haus und sich darum kümmert, dass dort alles in Ordnung ist. Das ist super angenehm gemanagt und das funktioniert großartig. Oder diejenigen auch, die wirklich sagen, ich will im Ruhestand einfach mehr da sein, wo es einfach schön ist, wo es warm ist, wo ich vielleicht auch für meine Rente, die ich kriege, einfach auch mehr Kaufkraft habe. Die sind da. Wir haben gute medizinische Versorgung, schon in Zanzibar, auch hier in Tansania. Das funktioniert auch gut. Natürlich, man ist auch immer eigentlich auch nur 8-7 Stunden von Deutschland entfernt per Flug und es gehen jeden Tag Flüge nach Deutschland direkt. Also man ist nicht weg. Ja, es ist schon ein 8-Stunden-Flug, aber man ist immer verfügbar. Also ich denke mal, Retirees nennen wir sie, als Menschen, die wirklich einen Ruhestand auch genießen wollen hier. Da haben wir ziemlich viele in Zanzibar auch schon leben, auch in Fumba Town leben, unserem Hauptprojekt. Und Leute natürlich, die investieren wollen, die sagen, okay, ich will einfach eine schöne Ferienimmobilie haben, wo andere Urlaub machen, will ich gerne auch was haben, wo ich drin wohnen kann, wenn ich da bin. Und die restliche Zeit verdiene ich damit richtig gutes Geld. Und das funktioniert auch. Also die Verzinsung des Investments ist ziemlich hoch hier in Zanzibar, weil wir auch noch so ganz am Anfang stehen. Ne? Also es ist einfach auch für Immobilieninvestoren oder Leute, die gerne Immobilien investieren, ist es ein Markt, der extrem gewachsen ist für die letzten Jahre. Wir sind aber noch ganz am Anfang und einfach enormes Potenzial bietet für eine Anlage in Immobilien, ganz einfach.
Sehr, sehr interessant. Und noch einer, Daniel, ein großer Markt, der in den letzten Jahren entstanden ist, auch durch die Pandemie natürlich, sind die Menschen, die sagen, ich muss nicht mehr vom Office arbeiten. Ich kann auch von woanders arbeiten. Ich bin im Homeoffice. Wir haben ganz viele junge Nomaden, die aus New York, aus Boston, aber auch aus Berlin und London, die bei IT-Firmen arbeiten, oder eine Dame, die aus Amsterdam, die schreibt Lehrpläne für Schulen. Und ich muss nicht in Amsterdam sein. Die leben jetzt in Sansibar mit ihren Familien und genießen das und sind alle paar Monate mal wieder in Amsterdam oder in Berlin und lieben dieses Cosmopolitan Life, was einfach wirklich spannend ist. Also es ist eigentlich für viele möglich, ne, und für viele eine gute Option. Eine Frage, die mir jetzt gerade noch kam, und zwar, es ist ein, sagen wir mal, relativ islamisch oder muslimisch geprägtes Land, Sansibar. Und ich habe selber mit meiner Frau, mit meiner Tochter mal 4 Jahre, reichlich 4 Jahre, 4,5 Jahre in einem islamischen Land gewohnt. Also für meine Frau und meine Tochter, die haben sich da relativ gut da zurechtgefunden. Aber es gibt auch einige, denen könnte das Probleme machen. Jetzt ist einfach mal die Frage, wie sehr merkt man das im Alltag? Und gerade, du redest jetzt hier wir reden von traumhaften Stränden, wie auch immer. Wie kann eine Frau sich das vorstellen? Also gibt es da Strände, wo die Frauen im Bikini ins Wasser springen oder eher doch nicht, einfach um das Bild komplett zu machen? Nein, also ich glaube, es ist wie in jedem Land der Welt, es ist ganz wichtig, mit Respekt gegen die lokale Kultur, mit Respekt gegenüber der lokalen Kultur zu leben. Das heißt in Sansibar ganz konkret, Sansibar ist zu 99% muslimisch, gehört aber als semi-autonome Insel zur United Republic, zur Vereinigten Republik Tansania, die wieder zum Mehrheit christlich ist. Und es funktioniert fantastisch. Und Sansibar ist ganz stolz auf diese, sagen wir, sehr liberale religiöse Akzeptanz. Und die haben zum Beispiel eine ganz alte Briefmarke, Daniel, die auch in jedem Regierungsbüro hängt, wo eine Kirche, da gibt es eine katholische Kirche in Stone Town und einen Tempel von den Hindus und eine Moschee und alles zusammen abgebildet wird, weil die einfach sagen, wir sind hier, wir differenzieren nicht, alle sind hier willkommen und wir werden auch keinen benachteiligen. Es gibt das nicht, obwohl wir natürlich muslimisch geprägt sind. Es ist super liberal, man merkt das wirklich im Alltag eigentlich nicht, außer dass auf unsere Baustellen die viele Bauarbeiter dann mal mittags kurz zum Gebet weg sind und dann sind sie wieder da. Man kann auch in den Restaurants und in den Geschäften bekommt man auch Alkohol zu trinken. Und man darf an den Stränden auch mit Bikini ins Wasser gehen und das wird auch gemacht und das ist auch okay, das darf toleriert sein, auch in den größeren Hotels darf man das an Swimmingpools. Was nicht so gern gesehen wird, was auch einfach nicht zur Kultur passt, ist dann durch die Städte zum Beispiel mit einem Bikini zu laufen, also durch die Altstadt. Das macht man auch eigentlich in Deutschland, wahrscheinlich auch in Griechenland nicht. Dann da im öffentlichen Bereich, aber am Strand, in den Hotels, ist es überhaupt kein Problem. Man merkt eigentlich keine Einschränkungen und es ist eine extreme Toleranz dagegen jeglichen Hintergrund, religiösen Hintergrund. Und deswegen sind alle Menschen hier willkommen aus muslimischen, aus christlichen, aus jüdischen Staaten und können sich frei bewegen. Ja. Okay, gut zu wissen, ja. Jetzt Steuer, Visa, Lebenskosten sind immer so 3 ganz wichtige Punkte. Das heißt, um dahin umzuziehen, muss ich erstmal wissen, wie ist die Einstiegshürde? Also zum Beispiel, wie einfach oder schwer ist es, ein Visum zu bekommen? Was gibt es für Visa-Arten? Müssen wir jetzt mal drüber sprechen. Und dann natürlich auch, wenn ich da dann wohne, wird dann ja möglicherweise mein Einkommen, weil Tansania hat ja, und damit wird das Sansibar auch haben, Besteuerung nach Welteinkommen. Und da müssen wir mal ganz kurz drüber sprechen. Wie ist das? Wie machen das diejenigen, die dahin auswandern? Genau. Aber fangen wir vielleicht mal mit dem Visa auf. Also ich will jetzt da hinkommen. Welche welche Eintrittstüren gibt es denn nach Sansibar? Also das ist relativ einfach, Daniel, weil Tansania und Sansibar lebt ganz stark vom Tourismus. Ich kann online vorher ein Visa bestellen, also beantragen. Das kostet $50 für 90 Tage, also 3 Monate. Kann das aber auch an der Grenze machen bei Ankunft. Das ist überhaupt kein Problem, das ist relativ einfach. Wir raten vielen, damit ein bisschen Abstand, ein bisschen Tage Vorlaufzeit, das online zu machen, dann hat man das schon in der Tasche, wenn man ankommt. Wenn man zum Beispiel dann relativ neu ist, das ist vollkommen unkompliziert. Das bekomme ich einfach an der Grenze oder natürlich online. Und was wir jetzt neu haben, wofür wir auch lange Zeit gekämpft haben, dass dann Menschen, oder Investoren, die bei uns in bestimmten Projekten in Sansibar Immobilien gekauft haben, ab einem Wert von $100.000, was glaube ich ungefähr 95.000 Euro sind, können auf Basis dieser Investitionen ein permanentes Aufenthaltsrecht bekommen und brauchen dann kein Visa mehr, können dann auch Konten eröffnen und so weiter und so fort. Und diese beiden Möglichkeiten gibt es. Es gibt noch eine andere Möglichkeit. Es gibt auch wirklich den Grund nach, dass ich dort auf Basis meines Ruhestands, ich will dort in den Ruhestand gehen, wenn ich den Nachweis habe, ich bin durch meinen Rentenbescheid in Deutschland, ich bin Rentner, kann ich mit diesem Rentenbescheid auch eine Aufenthaltsgenehmigung beantragen und kann dann permanent in Sansibar leben.
diese Möglichkeiten gibt es. Okay, klasse. Jetzt bleiben wir mal bei also wie gesagt, Tourismus ist ganz klar. Bleiben wir mal bei dieser Variante mit oder ich investiere in Immobilie Ja. für ungefähr 90.000 Euro. Also da geht's los. Mhm. Ne? Also dass man einfach das mal plastisch macht. Also was bekomme ich für 90.000 Euro, 100.000 Euro ungefähr? Da bekommt man bei uns ein schönes Stadthaus, ein kleineres Stadthaus oder auch eine schönere 2 oder 3 Zimmerwohnung, teilweise auch mit schönem Meerblick. Also wir sind in Fumba zum Beispiel, haben mehrere Projektinstanzen, wir machen eine Stadtentwicklung in südlich vom Flughafen, die ist sehr, sehr spannend. Das wird wirklich eine richtig tolle neue Stadt. Wir haben jetzt dort Kunden aus 67 Ländern, also es ist eine großartige, gemischte Community, Gemeinschaft. Fantastische Menschen aus Finnland, aus überall her. Das ist einfach großartig. Und die da zusammen leben, viele arbeiten global, die leben einfach da und sind häufig mal da und da haben hier Geschäfte aufgemacht. Ich kann da für 90.000 ein schönes Apartment kaufen, also eine schöne Wohnung kaufen. Eine 2-3 Zimmerwohnung und noch wichtig, Achtung, hier in Tansania 2-3 Zimmer heißt immer Schlafzimmer, dazu kommt noch das Wohnzimmer. Also das ist in Deutschland meistens eine 2-Zimmer, wäre in Deutschland eine 3-Zimmer-Wohnung. Kann ich für diesen Preis kaufen. Die gehört mir dann auch voll. Und wir haben Zahlpläne, die typischerweise über 2 bis 3 Jahre laufen, weil als Europäer, der hier kein Konto hat, ist es schwierig, hier eine Finanzierung zu kriegen. Ich müsste das dann auch in Europa finanzieren und da viele das nicht machen wollen, bieten wir Zahlpläne an über 2 bis 3 Jahre. Und ja, und wir haben natürlich hier Agents und Leute, die dann auch Interessenten da gerne helfen, das Richtige zu finden und wie das genau funktioniert und dabei assistieren. Zum Glück gibt's Google Translate Today, weil viele meiner Mitarbeiter natürlich nicht gut Deutsch sprechen und deswegen habe ich auch jetzt nach unserem Interview noch ein paar Calls mit deutschen Kunden, einfach noch ein paar Sachen zu besprechen, wie das genau funktioniert und was die nächsten Schritte sind und so. Wir sind ein Familienunternehmen, wir haben jetzt über 2.000 Investoren schon, also 2.000 Kunden, die bei uns Immobilien gekauft haben hier in Zanzibar. Aber für uns ist es sehr persönlich. Also wir suchen den persönlichen Kontakt und für uns ist es eine sehr ernste Geschichte. Wir wollen da wirklich auch persönlich zur Verfügung stellen, wenn Kunden Fragen haben. Meine WhatsApp ist offen für alle. Wie funktioniert das? Wie mache ich das? Um das auch so einfach wie möglich zu machen und natürlich das Vertrauen. Wir empfehlen dringend, Daniel, dass jeder uns einfach mal besuchen kommt und trotzdem Urlaub macht oder länger Urlaub macht und sich das anschaut, dann können wir uns zusammensetzen, dann schauen wir uns an, was es gibt, welche Möglichkeiten gibt es, wie funktioniert das ganz genau. Machen jetzt auch demnächst wieder in Leipzig und vielleicht noch in anderen Städten in Deutschland ein Büro auf, um einfach auch näher bei unseren Kunden zu sein, dass wir einfach hingehen können, sagen, wie ist denn das da und gerade und so weiter. Ich habe eine Frage, weil wir wissen natürlich, dass es eine große Entfernung ist und für viele, gerade auch europäische Kunden, ein großer Schritt, hier zu investieren und deswegen nehmen wir das sehr, sehr ernst und wollen sehr persönlich betreuen und sind da auch da. Und ja, und leben selbst in Fumba. Also ich lebe selbst in meiner Familie mit meinen Kindern in Fumba. Wenn sie da kaufen, treffen wir uns da. Und deswegen ist es natürlich auch wichtig, dass alles ganz, ganz klar ist. Ja, vielleicht sollten ich muss mal mit Sebastian reden, also mit unserem Sebastian. Vielleicht planen wir mal eine Investorenreise nach Zanzibar. Herzlich willkommen. Doch mal interessant, oder? Genau. Herzlich willkommen. Absolut, ja. Genau, jetzt nochmal zum Immobilie. Also wenn man da so eine Wohnung kauft, ne, also wir haben gesagt, startet ungefähr bei 100.000 Euro, wahrscheinlich nach oben dann offen. Das erste ist die Qualität. Bekommt man dafür die typische deutsche Qualität oder muss man da Abstriche machen? Ich denke, wir haben eine deutsche Baufirma. Das ist Thomas und Saskia, die haben eine Firma hier aufgemacht, die heißt Volkshaus. Die bauen Hybridhäuser aus Holz natürlich teilweise, aber auch aus Stein und Beton. Da würde ich sagen, also Volkshaus, wenn ich von Volkshaus ein Haus kaufe bei uns, da bin ich schon ziemlich nah am deutschen Standard. Wir importieren auch ganz viele Materialien aus Deutschland, aus Österreich, aus der Türkei und weil in Zanzibar wird eigentlich Baumaterialien so gut wie gar nicht hergestellt. Also wir sind leider noch auf den Import angewiesen und das meiste kommt von guten Lieferanten aus Europa. Die Steinhäuser sind auch sehr gut. Ich würde sagen, wir sind vielleicht nicht ganz 100%, um ganz ehrlich zu sein, auf einem deutschen Standard, der auch sehr, sehr hoch ist, auch global sehr, sehr hoch. Ich glaube, das siehst du sicherlich auch, wo du bist. Den deutschen Standard ist schon sehr, sehr hoch, ist dann eben auch sehr, sehr, sehr teuer. Aber es ist ein sehr, sehr solider Standard und es geht auch darum, wir sind auch da, dass die Kunden auch zufrieden sind und glücklich sind mit dem, was sie gekauft haben. Und wenn mal irgendwas nicht ganz okay ist, dann bessern wir das auch nach und aus, weil wir, wie gesagt, das ja auch gemeinsam entwickeln und natürlich die Zusammenhalt und auch die Zufriedenheit der Kunden für uns maßstäblich wichtig ist. Das ist der Kern unseres Geschäftserfolges. Wir sind sehr, sehr nah, Daniel, am deutschen Stand. Absolut. Wichtig, das für unsere Mandanten. Genau. Klar. Weil da kann man auch einige Überraschungen erleben, ne, in anderen Ländern. Und, genau. Das ist wichtig, gerade wenn du gesagt hast, oder wie du erwähnt hast, der eine oder andere, der seinen Lebensabend da verbringen will, der möchte sich dann nicht mit irgendwelchen
Reklamationen und sonst irgendwas rumärgern. Aber sehr schön. Jetzt hattest du vorhin noch was anderes Interessantes erwähnt. Also bei uns ist ja so, dass sehr viele unserer Zuhörer, unserer Mandanten eben wirklich auf der Suche nach einem Plan B sind. Also Ja. Plan B kann sein, entweder dauerhaft Deutschland zu verlassen, Deutschland, Österreich, Schweiz, sagen, ich suche mir ein neues Refugium für dauerhaftes Leben, oder du hast vorhin auch gesagt, manche machen auch so einen Plan B und Plan C, also sagen, für den Teil des Jahres, für den Winter bin ich da. Vielleicht bin ich noch mal 1, 2 Monate in Deutschland, Österreich, Schweiz oder in Europa irgendwo, aber dann habe ich noch mal woanders eine Wohnung. Und jetzt die Frage, ist das üblich dann auch, dass man zum Beispiel so ein Haus dann, dass man ein Investitionsobjekt auch in die Ferienvermietung gibt oder sowas? Das kennt man ja zum Beispiel in Dubai, dort kennt die Ferienvermietung, aber dort in Dubai, so hat man auch mal einen Podcast, investiere ich in eine Wohnung, eine Einraum-, Zweiraum-, Dreiraumwohnung, wie auch immer, und kann die zum Beispiel komplett in die Vermietung geben und habe damit dann Investmentobjekt eigentlich nur. Ganz Ist das in Zanzibar auch oder ist eher nur zur Selbstnutzung? Nein, absolut. Also das ist eines der Kernmöglichkeiten, die wir in Zanzibar natürlich haben. Wir haben einen extrem stark wachsenden Tourismusmarkt. Also Zanzibar wächst gerade mit über 20% pro Jahr. Die Baubranche auch, wir kommen nicht hinterher, genug Betten zu schaffen. Ich kann ja gleich ganz kurz die Frustration viele Kunden, also Urlauber, die nach Tansania kommen, die fangen häufig mit einer Safari im Nordtansania an. Serengeti, Kilimanjaro, Sachen, die man vielleicht schon mal gehört hat. Tiere anschauen, die Big Migration in Serengeti. Und dann noch ein paar Tage am Strand in Zanzibar. Das ist so eine typische Kombination. Das ist aber jetzt nicht nur für die tansanischen Safari-Kunden, auch die kenianischen Safari-Kunden, was unser Nachbarland ist. Die machen auch alle. Früher sind ja nach Mombasa gefahren, jetzt wollen die aber alle nach Zanzibar. Das heißt, die Safari-Firmen im Norden haben ein großes Engpass. Die können nicht mehr Safaris verkaufen, weil es nicht genug Betten in Zanzibar gibt. Das ist gerade die Situation. Also die Nachfrage ist extrem hoch. Deswegen ist auch die Nachfrage natürlich nach kurzfristiger touristischer Vermietung sehr hoch. Unsere Firma, mit der wir arbeiten in Zanzibar, die nennt sich Valor Hospitality. Das ist eine südafrikanische Firma, die Menschen Hotels und auch Airbnbs in USA, in England, in Europa, in Dubai natürlich, in afrikanischen Ländern und jetzt auch in unseren Projekten. Die sind super professionell. Dort können Sie einen Vertrag mit denen machen, geben Ihre Immobilie in deren Management und sagen, ich bin jetzt aber Weihnachten da will nicht vermieten, aber das Rest des Jahres Vollgas und an Touristen vermieten. Und die kümmern sich dann auch. Die vermieten das wie eine große Hotelfirma. Im Prinzip global. Auf allen Channel, Expedias und Booking.com, überall ist es dann drauf. Wir bieten auch sehr, sehr hochwertige Möbelpakete an, die Sie dann auch erwerben können, um den natürlich einen gewissen Standard dann auch da in allen Wohnungen einfach einfacher zu machen für unsere Kunden. Da jetzt, wo kaufe ich jetzt in Zanzibar die richtigen Möbel, das richtige Bett. Das bieten wir alles an. Also es ist so ein bisschen fast schon so ein Sorglos-Paket. Ich will jetzt immer nicht ganz so gerne nennen, das Wort Sorglos-Paket, weil es gibt es eigentlich nicht ganz. Ne? Wir geben uns aber ganz, ganz sehr viel Mühe und sind wirklich für unsere Kunden da, das so einfach wie möglich zu machen, auch das Auswandern. Wir sind da, wenn Fragen sind. Sie müssen sich vorstellen, in Fumbatau, der Stadt, die wir bauen, da lebt ganz viele Regierungsoffizieller. Nachmittags trifft man da den Minister für Tourismus beim Bier an unserer Bar am Strand. Ne? Und also, wenn man plant, ein Hotel aufzumachen oder irgendwas, ne? Es ist sehr nahbar. Es ist extrem nahbar. Es ist super angenehm. Es klingt zwar ein bisschen komisch jetzt aus einer deutschen Perspektive, aber es ist wirklich so. Es ist wirklich schön. Cool. Ja. Dann haben wir das zu der Immobilie, habe ich glaube jetzt erstmal keine Frage mehr. Vielleicht nur ganz kurz, Daniel, wir haben wirklich Immobilien für unterschiedliches Budget. Also uns geht es darum, wie gesagt, wir sind nicht diejenigen, die teuersten und besten Luxusimmobilien produzieren. Das ist nicht unser Ziel, sondern wir wollen Immobilien produzieren. Wir haben Wohnungen und unterschiedliche Wohnungsgrößen, die beginnen bei $50.000 und Sie können sich auch eine Villa, wir haben auch Villen für $500.000 mit eigenem Pool und so weiter. Also wir haben die komplette Bandbreite, weil wir sagen, okay, nicht jeder hat natürlich diese Möglichkeiten, so viel zu investieren, wollen aber trotzdem in Zanzibar was haben und diese Möglichkeit gibt es bei uns. Nur eines ganz wichtig, um dann diese Aufenthaltsgenehmigung beantragen zu können, wenn mir die wichtig ist, dann müsste ich mindestens $100.000, das ist leider eine gesetzliche Bestimmung, das ist jetzt nicht in unserer Hand, $100.000 investieren mindestens und dann bekomme ich diese Aufenthaltsgenehmigung für mich, meine Frau und meine Kinder. Genau, da wollte ich nochmal gerade nachfragen. Also Kinder, gibt es da eine Altersbeschränkung bei den Kindern? Bis 18. Bis 18? Ja. Okay. Also wenn ich dann ein Kind habe, was älter ist, muss ich selber 100.000 Euro sozusagen investieren. Oder ein Visa beantragen, wenn Sie dann mal mit Papa Oder Urlaub fahren. dann das Visum beantragen wahrscheinlich, ja genau. Genau. Meine Kinder müssen auch Visa beantragen, wenn sie herkommen. Weil eine leben in Europa alle, genau. Dann gibt es schon noch ein paar wichtige Fragen. Also gerade wenn jetzt jemand sagt, das ist mein Plan B Refugium, du hast gerade erwähnt, deine Kinder zum Beispiel leben in Europa. Also Schulen und Universitäten, also wenn jemand mit Kindern hinkommen
möchte. Ich meine, es gibt ja Online-Gymnasien, da haben wir auch schon Podcasts gemacht, mehrere. Man kann ja seine Kinder an einem deutschen Online-Gymnasium anmelden. Dann hat sogar die deutsche Schulbildung. Wie sieht's aber aus, wenn jemand sagt, nee, Online-Schulung möchte ich nicht? Was gibt's dann vor Ort für die Kinder und Jugendlichen? Genau, also es gibt eine relativ große Bandbreite an Schulen, privaten Schulen. Also auf jeden Fall würde ich raten, zu einer privaten Schule zu gehen. Die staatlichen Schulen sind jetzt sind nicht so gut entwickelt. Es gibt zum Beispiel mein Sohn geht auf die nennt sich die ISZ, das ist die International School Zanzibar. Das ist eine ganz tolle kleine Schule. Die haben irgendwie 250 Schüler, Lehrer aus England, aus Kanada, aus Südafrika. Und die folgen dem englischen internationalen IGCSE-Programm. Ja, und da kann ich auch A-Level machen, also mein Abitur, das englische Abitur machen. Es gibt in Dar es Salaam noch, und es gibt dann auch noch andere tolle Schulen in Zanzibar. Es gibt eine türkische Schule, eine British School, und es gibt auch an der Küste, an der Ostküste gibt es die Ostküste International School, das ist noch so Ableger, kleinere, total süße Schulen. Also, ich sag mal, bis für Kinder so im Grundschulalter bis so 6., 7., 8., 9. Klasse funktioniert das großartig. Danach, also Oberstufe, gibt es Möglichkeiten in Tansania. Meine Kinder habe ich dann zum Beispiel nach Nordtansania, an der Schule, der ich auch war. Das ist in Moshi am Kilimanjaro. Da gibt es auch ein Internat. Waren die in der Woche im Internat und dann sind die am Wochenende zurückgeflogen. Dort in der International School gewesen. Oder in Tansania, im Festland, in Dar es Salaam, wo es auch großartige Schulen. Also es gibt es auf jeden Fall. Ja, das funktioniert gut. Also wir bei uns fährt in Fumba früh der Schulbus los. Das ist mein Fahrer und da kommen die ganzen Kinder zusammen. Dann fahren die alle in die Schule. Und nachmittags werden die wieder abgeholt. Das funktioniert super. Universitäten in Tansania sind nicht, wir haben 2 Privatuniversitäten in Fumba. Wir haben einmal die African School of Economics, die fängt gerade an, die wird auf einem sehr hohen internationalen Niveau Urban Design, aber auch Economics und Ökonomie anbieten. Wir haben den ersten Ableger aus Indien von dem Indian Institute of Technology, was neben dem MIT in Boston eines der renommiertesten IT-Schulen der Welt ist. Die haben einen Ableger jetzt in Zanzibar aufgemacht, in Fumba, was großartig ist. Also eine High-End-IT-Ausbildung kann ich auch machen. Die meisten allerdings, die jetzt hier wohnen, schicken ihre Kinder irgendwann dann nach Europa oder nach Südafrika in die Universität oder das kommt. Interessant. Achso, noch was. Jetzt stelle ich mir so vor, also ich bin jetzt eher so ein Typ, also ich kann mich den ganzen Tag selber beschäftigen, meine Frau oder zusammen, wie auch immer, also wir haben immer was zu tun, aber es gibt jetzt jemanden, der sagt, also jetzt Retirement, jetzt habe ich plötzlich von heute auf morgen, arbeite ich nicht mehr, ich will jetzt sozusagen von meinen Dividenden leben, gehe nach Zanzibar. Wird es da langweilig? Also wie ist das dann? Also wie verbringt man seine Tage, seine Wochenenden, wenn man in Zanzibar ist? Und sagen wir mal, irgendwann dann mal ich auch nicht mehr jeden Tag schwimmen gehen will im Meer und was auch immer. Ja. Es ist nicht ganz einfach, mich zu beantworten, die Frage zu beantworten, weil ähnlich wie bei dir, mir wird auch nie langweilig und ich glaube, mir wird auch nicht langweilig, wenn ich retire. Natürlich ist das da, aber ganz viele, die bei uns retiren, machen irgendwas noch. Also ich habe ein ganz nettes englisches Ehepaar, die machen zum Beispiel die Stadtbibliothek und andere machen einen Gartenclub und der ist total cool, die pflanzen großartige Gewürze und Kräuter an und verkaufen die in der Stadt. Also diese Projekte machen, das ist natürlich eins der Themen, was viele gerne tun. Ich kann mich natürlich total dem Fischen und allen möglichen Wassersportaktivitäten hingeben oder auch historische Studien. Wir haben ja das Weltkulturerbe Stone Town als die Altstadt von Zanzibar, die unter Weltkulturerbe steht. Großartig, der Vielfalt an kleinen Läden, kleinen Restaurants und Cafés, mich da auf jeden Fall beschäftigen. Aber es kann natürlich dann irgendwann ein bisschen wenig werden. Das ist sicherlich aber auch in jeder deutschen Stadt. Irgendwann ist das mal ausgeschöpft. Was ich nicht habe, ist die Oper und das Gewandhaus in Leipzig. Das fehlt hier leider. Es gibt natürlich 2-mal im Jahr großartige Filmfestivals. Es gibt das International Film Festival. Da gibt es im Februar immer das größte afrikanische Musikfestival, wo wir auch einer der Hauptsponsoren sind, was von einem Deutschen auch gemanagt wird. Großartige Musiker aus ganz Afrika zusammenkommen. Dann bebt Stone Town. Musikalisch ist hier viel los. Es ist super spannend. Ja, und dann natürlich, also Zanzibar ist ja gelegen außerhalb der ostafrikanischen Küste. Ne? Und dann habe ich großartige, spannende Länder wie Tansania vor der Nase, mit Kilimanjaro, Southern Highlands, Serengeti, Ruaha, Selulu, Nationalpark, so groß wie Österreich. Fantastische Sachen zu entdecken. Natürlich, wenn wir Naturliebhaber werden, ist es absolut faszinierend. Kenia um die Ecke, ne? Also mit seinen ganzen großartigen Nationalparks. Ruanda, ja, mit den Gorillas und so weiter. Also es ist einfach super, super cool, was hier ringsherum auch ist. Wenn Leute hier, also typisch wir als Familie, die Kultur und Shopping suchen, dann gibt's 2 großartige Destinations, wo wir in 4 Stunden sind allerdings.
Das ist zum einen natürlich Dubai. Chuck in Flieger, da gehen, glaube ich, 2 Flüge am Tag. Da fliege ich früh los, bin ich mittags in Dubai und kann natürlich das ganze Programm bieten, was Dubai bietet, von Legoland bis Shopping zum Ultramaximum. Oder was noch cooler ist, wo ich jetzt gerade am Wochenende zum Beispiel war, ist Kapstadt, genauso ungefähr 4 Stunden weit weg, mit der großartigen Natur und natürlich auch dem anderen Klima. Da war es jetzt gerade relativ kalt, wie ähnlich deutscher Winter, der afrikanischer Winter gerade, wo es natürlich auch eine große Vielfalt mit großartige Galerien. Ich war gerade in der Zeitsmoker Gallery für Contemporary Art, einfach fantastisch, Ausstellungen, Konzerte. Also man muss ein bisschen weiter für dieses High-End-Kulturleben, muss man ein bisschen weiter reisen. Das afrikanische Kulturleben ist extrem spannend und vielfältig in Sansibar. Und natürlich viele Spice Farms, also Gewürzfarmen, wo ich am Wochenende brunchen gehen kann in Sansibar. Organic Food, ja. Und natürlich, wir bauen eine Stadt, Daniel. Bei uns gibt's Beschäftigung für jeden. Vom Bäcker über Wäschereinigungsfirma, ich glaube auch hat einer aufgemacht, oder eine Südafrikaner, eine Dame aus Atlanta in den USA macht jetzt eine Kunstgalerie auf mit Café und also es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, mich auch nochmal auszubauen und das zu tun, was mir Spaß macht, worauf ich jetzt einfach Lust habe. Und es ist sicherlich einfacher aufzubauen hier als dann vielleicht in anderen Orten der Welt. Spannend. Klingt alles spannend. Also ich sehe schon, für mich wäre mal interessant, vielleicht kann man die Zuschauer und Zuhörer jetzt, zumindest diejenigen, die im YouTube gerade sind, schreibt doch mal in die Kommentare, ob euch der Sebastian jetzt schon gepackt hat. Und ob jetzt schon sozusagen Sansibar so ins Auge gefasst wird, euch das wenigstens mal anzuschauen als mögliches Auswanderziel. Aber es gibt ja noch ein paar Dinge, die wir vielleicht noch ansprechen können. Und in der restlichen Zeit, ein paar Minuten haben wir ja noch. Und zwar Steuern. Kannst du eigentlich dazu was sagen? Also es ist ja so, dass wenn man jetzt länger als 6 Monate in Sansibar sich aufhalten würde, wird man ja zumindest theoretisch steuerpflichtig mit seinem Welteinkommen in Sansibar. Also wenn ich das jetzt zu meinem Wohnsitz mache. Gibt es da irgendwelche beängstigenden Fakten, die man kennen sollten? Also Einkommenssteuer ist zwar niedriger als in Deutschland, aber immer noch höher als in vielen anderen Traumländern. Wie machen denn das diejenigen, die da, oder welche Sicht haben da diejenigen, die auswandern nach Sansibar? Ja. Im Augenblick kann ich sagen, ist es so. Ich bin jetzt seit knapp 14 Jahren hier. Wir besteuern nur, was wir hier verdienen. Das sansibarische Recht fragt nicht nach, was ich in Deutschland verdiene. Ich gebe allerdings in Deutschland an, was ich hier verdiene. Das erhöht meine Progression in Deutschland. Ich steuere es nicht nochmal, das erhöht nur meine Progression dort in Deutschland dann. Für die erweiterte Steuerpflicht in Deutschland. Genau. Ne? Zumindest wer dort noch Immobilien hätte oder sowas, ja. In Deutschland gebe ich mein Einkommen, was ich mache, hier an. Weil ich bin auch in Deutschland noch steuerpflichtig, weil wir noch dort auch mit manchen Firmen ansässig sind. Aber im Augenblick ist es so, wenn Sie morgen hier kommen und kaufen, dann bekommen Sie eine Aufenthaltsgenehmigung, aber keine Steuernummer. Das heißt, Sie können noch gar nicht Steuern zahlen in Tansania. Das ist das Thema. Da sind Sie gerade noch dran. Das haben die noch gar nicht entwickelt. Rein theoretisch kann ich sagen, sind 2 Steuern wichtig zu bezahlen. Das ist einmal eine Kapitalertragssteuer heißt es in Deutsch. Das heißt, wenn ich auf meine Gewinne zahle ich dann 10% Gewinn. Also wenn Sie für 200.000 oder 100.000 eine Immobilie kaufen, dann irgendwann mal für 200.000 verkaufen, würden Sie auf die $100.000 Gewinn 10% Steuern zahlen. Und das Gleiche gilt auf Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung. Das sind die typischen Steuern, die Sie zahlen müssten. Können Sie allerdings heute nicht bezahlen, weil es noch gar nicht geht. Wenn das mal so ist, sind das die beiden Steuern, die fällig werden. Einkommensteuer würden Sie nicht zahlen. Okay, interessant. Einkommensteuer müssten Sie angestellt sein. Wenn Sie natürlich angestellt sind, zum Beispiel bei meiner Firma, ich habe Südafrikaner, ich habe auch Deutsche, die bei mir angestellt sind, dann zahlen wir für die Einkommensteuer, genauso wie es in Deutschland auch jede Firma für die Angestellten machen würde. Aber ansonsten würden Sie hier keine Einkommensteuer zahlen. Genau. Und da ist, soweit ich das gelesen habe, der Höchstsatz bei 30%, ne, bei Einkommensteuer, wenn man halt jetzt ein Angestelltenverhältnis hat. Andere Frage noch, und zwar Sprachkenntnisse. Wie sieht's da aus? Mit welcher Sprache komme ich gut um die Runden in Sansibar? Englisch hilft. Ganz sehr. Natürlich, wenn ich Kiswahili kann, wird es auch super. Kiswahili und Englisch sind die Landessprachen. In Sansibar und jeder großen Stadt komme ich super mit Englisch klar. Und ja, das sind im Prinzip beide Sprachen. Andere Sprachen werden nicht weiter gesprochen groß. Natürlich haben die Menschen noch viele einheimische Sprachen. Aber Kiswahili und Englisch als die meinen Hauptsprachen, da komme ich super klar. Bei uns in der Firma natürlich kommen sie auch gut mit Deutsch durch, ja, weil da viele Deutsche sind und mit Afrikaans wahrscheinlich, weil viele Afrikaner bei uns arbeiten. Aber ja, also wir sind natürlich da und deswegen auch in Deutschland und wir machen in Deutschland auch wieder Büros auf, um auch deutsche Kunden direkt auch in Deutsch zu unterstützen, weil viele gerade auch ältere Menschen, die bei uns investieren, nicht so fit sind im Englisch und das ist auch verständlich, ist auch okay. In der Stadt werden sie auf jeden Fall viele Deutsche treffen.
Und die Leute sind so hilfreich und so großartig und lieb. Und es ist so schön, wenn man hier ankommt, man fühlt sich einfach gleich zu Hause, weil die Menschen so warmherzig sind. Klingt so kitschig, aber es ist einfach leider wahr. Es ist einfach wahr. Und sie werden sich nicht verloren fühlen, auch wenn sie nicht Kiswahili und Englisch sprechen, wird man ihnen helfen. Irgendwie werden sie sich verständigen können. Das funktioniert auf jeden Fall. Also ich kann dir nur androhen, Sebastian, also wir erleben es immer wieder, viele unserer Zuschauer und Zuhörer nehmen diejenigen, also unsere Gäste beim Wort und die kommen bei dir vorbei und prüfen das nach, was du gerade erzählst. Ja, absolut. Ja. Mach das auf jeden Fall. Nein, also ich glaube, es gab mal einen Bericht auf RTL oder Galileo Pro7 über unser Projekt. Ich habe dir, glaube ich, die Geschichte erzählt. Das hat eine Dame aus Hamburg gesehen, weit über 60. Die hat ihn gesehen und dann 2 Tage später stand die bei uns vor der Tür und sagt, die zieht jetzt hier ein. Spricht so kein Wort Englisch. Die wohnt jetzt aber da. So, und ist auch happy. Und die kam einfach. Und ja, also es geht. Also man braucht natürlich ein bisschen Selbstbewusstsein, sagen, okay, ich mache das jetzt einfach, ja, und ich kämpfe mich ja ein Stück weit auch durch, auch wenn ich nicht gut Englisch spreche. Aber es gibt eine große deutsche Community in Sansibar und auch in unserer Stadt schon. Ich bin als Deutscher, der kein Englisch spricht, nicht verloren. Jetzt liest man ja, Lebenshaltungskosten Sansibar sind deutlich niedriger als Deutschland. Aber wenn jetzt jemand dich fragt, Sebastian, was muss ich denn ungefähr so pro Monat rechnen für, sagen wir mal, mich, meine Frau, ein Kind? So zum Beispiel so für so eine 3-Kopf-Mini-Familie. Was würdest du dem so sagen? Ja, der größte Kostentreiber für so eine Familie wird sicherlich die Ausbildung des Kindes sein. Also die Privatschule kostet zwischen $500 und $1.000 im Monat. Also die guten Privatschulen, das wird wahrscheinlich der größte Kostentreiber sein. Wenn das Kind noch sehr jung ist, habe ich diese Kosten nicht. Wenn das Kind im Schulalter ist, muss ich zwischen $500 oder $800 im Monat ungefähr einplanen dafür. Die Mieten sind bei uns von einer 2-Zimmer- bis zu einer 3-Zimmer-Wohnung liegen irgendwo zwischen $500 und $800 im Monat. Und dann hängt es natürlich sehr viel davon ab. Will ich jeden Tag guten südafrikanischen Wein trinken und Käse aus Frankreich, der importiert wurde, dann brauche ich auch entsprechend das Geld dafür. Kann ich aber auf dem Markt einkaufen und auch selber kochen, bin ich dann auch deutlich günstiger wieder dabei. Ich denke mal, ein solid zwischen $2.000 und $3.000 als kleine Familie sollte man schon haben und dann plus das Schulgeld. Ja. Okay. Ich denke nicht, es gibt sicherlich Standorte auf der Welt, Daniel, wo die Lebenshaltungskosten günstiger sind, da ich das einfach viele Sachen importiert sind, die ich gerade auch vielleicht mir auch als Europäer gönnen möchte. Ne? Also meine Kinder zum Beispiel ohne Nutella früh ist ganz schwierig. Ne? Und die kostet einfach deutlich mehr als im Rewe. Das ist einfach so. Ne? Die kostet nicht $1,99, die kostet dann vielleicht 5 Euro oder so. Ne? Und das ist einfach der Unterschied. Aber wie gesagt, es kommt sehr darauf an, wie ich mich ernähren will, was ich tue, was ich mache. Aber es ist kein Land, ich denke, Thailand zum Beispiel, andere in Asien sind deutlich günstiger in Lebenshaltung als zum Beispiel Sansibar. Haben eine andere Zeitzone und sind ein bisschen weiter weg, ne? Ein paar mehr Flugstunden. Haben vielleicht auch nicht das Residency und es ist auch eine ganz, ganz andere Kultur. Natürlich ist sie auch eine ganz, ganz andere Kultur, aber dadurch, dass wir Europäer schon sehr, sehr lange hier auch sind wir schon sehr aneinander rangewachsen und es gibt einen großen Respekt vor Menschen aus der ganzen Welt, die sehr warmherzig aufgenommen werden und sehr gut und fair behandelt werden. Und man ist auch sehr, sehr sicher. Das macht es sicherlich auch ziemlich einzigartig. Ja, aber es ist ein wunderschönes Land und ich kann günstig wohnen, aber ich kann natürlich auch Geld ausgeben. Mhm. Jetzt hast du ein paar Mal schon gesagt, es ist sehr sicher. Auf der anderen Seite gab es ja manchmal auch Schlagzeilen, zumindest, geht's mir um Tansania, dass es natürlich auch schon einige Mal so Anschläge gegeben haben soll, dass auch die Grenzregion Tansania zumindest nicht so unbedingt als sicher eingestuft ist. Was kannst du denn dazu sagen zum Thema, also wirklich jetzt mal Sicherheit? Zanzibar, also Tansania, es gab, glaube ich, das war vor 20 oder 30 Jahren, diesen Bombenanschlag auf die amerikanische Botschaft. Ich glaube, darauf beziehst du dich sicherlich, Daniel. Danach gab es hier keine Anschläge in irgendeiner Form in Tansania. Tansania ist seit der Unabhängigkeit, seit 1964, total friedlich. Ist durch eine Zeit von einem afrikanischen Sozialismus gegangen unter dem ersten Präsidenten Nyerere. Und es hat uns wirtschaftlich nicht massiv nach vorne geworfen, aber hat ein großes Gemeinschaftsgefühl geschaffen in Tansania. Und das ist großartig. Das existiert jetzt auch noch, ne? Dass es zum Beispiel keinen Stammenkonflikte gibt zwischen den verschiedenen Stämmen. Ne? Es gibt ja 123 verschiedene Stämme oder Wurzeln in Tansania, auch Sprachen original, die sind vereinigt worden über Swahili und über auch diese Kultur und diese Zeit des afrikanischen Sozialismus, der Ujami. Ich denke mal, also
die Grenzen zu Tansania, wir grenzen natürlich an viele, viele Länder. Ich glaube, an 8 Länder grenzt Tansania. Und Burundi, Kenia zum Beispiel und so weiter und so fort. Also da liest man einfach, dass es dort halt nicht unbedingt sehr sicher sein soll. Ne? Aber ich sehe, also das kann ich gerade nicht so sagen, weil ich das nicht verstehe, weil die Grenzen, wir sind natürlich im Süden, war jetzt mal zur Grenze zu Mosambik, gab es mal auf mosambikanischer Seite, waren da ein paar Konflikte, da war aber dann auch die tansanische Armee und hat dort abgeriegelt und das gesorgt dafür, dass dort unten nichts ist. Zur kenianischen Grenze sehe ich keine Konflikte. Dann haben wir Ruanda und Uganda, das ist auch relativ friedlich. Wir haben eine kleine Grenze auch zum Kongo, das ist auch okay. Und dann, ja, das sehe ich nicht. Also das wüsste ich jetzt auch nicht, dass da irgendwas ist. Es ist natürlich so, Tansania ist ein Land, wo natürlich auch arm und reich, also es gibt Leute, die sind relativ arm. Das ist nicht das Arm, was man aus dem deutschen Fernsehen so kennt, weil ich mich auch mal wieder schockiert, wenn ich das sehe. So diese Kinder mit den fliegenden Augen habe ich hier noch nicht gesehen. Ich weiß nicht, wo die deutschen Fernsehfirmen diese Bilder mal auskramen. Das habe ich hier nicht gesehen. Aber die Kluft ist schon groß, aber die ist auch in Deutschland sehr, sehr groß. Und natürlich, ich sollte hier nicht nachts durch Dar es Salaam laufen mit einem dicken Handy und noch $1000 in der Tasche, dann kann das sein, dass mir das geklaut wird. Aber das ist die Kriminalität, über die wir vielleicht sprechen. Okay. Ansonsten, nee. Also, ja. Dann noch ein Stichwort, Plastikmüll an Stränden. Das ist ja mitunter, hat man so diese herrlichen Fotos von weißen Stränden, wie auch immer. Ich habe das selber in Italien mal erlebt und dann fährt man dahin und dann versteht man die Welt nicht mehr. Was machen die Leute, die da wohnen, mit ihren schönen weißen Stränden? Wie ist denn das in Tansania, nicht in Sansibar? Also ich weiß, welchen Bildern du sprichst. Das ist nicht ganz so krass in Sansibar. Wir haben natürlich auch ein Plastikproblem, wie in vielen Stellen der Welt. Die Strände sind typischerweise ziemlich sauber, weil die sind auch von den Hotels natürlich und von den Dörfern entsprechend sauber gehalten werden. Man muss natürlich auch wissen, dass der ganze Plastikmüll nicht von den Zanzibaris und Tansianern kommt, der kommt von uns. Die kaufen keine Plastikflaschen mit Wasser drin, die kaufen nur wir Touristen und dann fliegen die dann irgendwo durch die Gegend. Plastikmüll ist sicherlich ein Problem, aber diese Plastikmüll verschmutzten Strände gibt es in Zanzibar so nicht. Zanzibar könnte sauberer sein, keine Frage. Auch gerade in den Dörfern kann ich mal eine Ecke finden oder sehe ich sicherlich irgendwo mal Müll rumliegen. Das auf jeden Fall. Aber die Strände sind typischerweise okay. Und wir arbeiten zum Beispiel ganz intensiv dran, auch mit der Regierung. Wir haben auch so Reinigungstage, wo unsere ganzen Teams rausgehen und Müll auflesen und so weiter, um diesem Thema zu begegnen. Aber das muss und das könnte natürlich noch deutlich besser organisiert sein und muss es auch in der Zukunft werden, um den ganzen Plastikmüll zu reduzieren. Tansania hat ein Gesetz zum Beispiel, und das werden Sie auch hören, wenn Sie hier landen, dass sie keine Plastiktüten sind hier seit vielen, vielen Jahren verboten. Tansania arbeitet massiv daran, diesen ganzen Plastikmüll zu beseitigen und auch schon an der Grundlage. Also Plastiktüten sind nicht erlaubt in Tansania. Seit vielen, vielen Jahren. Ich weiß nicht, warum die überhaupt noch in Deutschland erlaubt sind. Es gibt nämlich tolle Alternativen dazu. Und der Plastikmüll hat sich total reduziert. Es geht um Flaschen primär hier, ne? Und Verpackungsmaterial dann von europäischen Gütern meist. Weil ein Tansianer, der auf dem Markt einkauft, der begegnet keiner Plastik. Andere Frage noch, jetzt ist mein Reisepass abgelaufen zum Beispiel, oder nicht abgelaufen, wird bald ablaufen und ich muss mir den verlängern lassen. Muss ich dann nach Tansania oder gibt es auch in Sansibar irgend so eine Vertretung? Ja, na klar. Und zwar ist es die Jenny, die leitet auch unsere Klinik in Fumba. Die ist die Honorary Consul, also Konsularin, deutsche Konsularin in Sansibar. Die lebt in Fumba. Wenn Sie da irgendwas brauchen, die ist direkt da und kann Sie betreuen, kann ein Dokument unterschreiben und man kann auch hier sagen wir so, ich glaube, hier ist ein Notpass oder so beantragen. Wir haben eine tolle deutsche Botschaft hier in Dar es Salaam mit einer tollen Notarin und einem großartigen Botschafter, die gerne natürlich auch zur Verfügung stehen und unterstützen, wenn da was ist. Und Jenny in Sansibar, die Urban Care Klinik leitet in Fumba Town, ist die deutsche Konsulatin und die unterstützt auf jeden Fall bei irgendwelchen Themen. Klingt doch gut. Na klar. Also ich glaube, am Ende dann na klar, wir sind natürlich schon viele lange Jahre hier. Es ist nicht so kompliziert in Sansibar. Es ist relativ einfach. Und ich glaube, das Einfachste ist wirklich, wozu ich wirklich jedem einladen kann. Kommt einfach mal her, schaut euch das an. Und lasst uns an den Tisch setzen, abends ein Bier trinken gehen oder einen Kaffee und mal reden, wie wir das machen können. Wie das für euch funktionieren kann. Ganz einfach. Ist eine Einladung, muss man einfach so sagen. Also ich sage mal, lieber Zuschauer, lieber Zuhörer, schaut mal bitte in den nächsten Wochen auf unsere Webseite perspektiveausland.com/events. Da gibt es ja eine Reise nach Florida, die schon geplant ist. Auch eine Investoren- oder
Plan B-Reise und vielleicht setzen wir da mal noch eine nach Sansibar unten drauf. Die werden wir dann beide nochmal absprechen, organisieren. Ist doch eine schöne Sache. Nein, wir haben auch einen Deal hier. Ne? Also wir haben ein Angebot, das können wir dann auch auf der Website mitpacken. Jeder, der nach Sansibar kommt und bei uns eine Immobilie kauft, ab einem Wert über $50.000, kriegt dann $2.000 Reiserückerstattung, also Reiseerstattung, Reisekostenerstattung für uns bezahlt. Also kommt her, schaut es euch an, wenn ihr kauft, zahlen wir euch eure Reise. Ist doch ein Top-Angebot, super. Ja. Klasse. Eine Sache noch, die oftmals unsere Zuschauer fragen, wie war denn das so in der Covid-Zeit? Weil manche befürchten ja, vielleicht kommt mal wieder sowas, so eine Pandemie oder Lockdown und so weiter und so fort. Und dann fragt man sich immer, wie wurde das gehandhabt? Also wie streng oder weniger streng war das? Also da kann ich nur sagen, da waren wir wirklich, wirklich in einer großartigen Situation. Wenn Pandemie ist, auf jeden Fall nach Sansibar kommen. Hier gab es keinerlei Restriktionen. Es gab auch wirklich wenig Kranke, weil wir natürlich viel mehr auch uns draußen aufhalten, das Wetter nachher entsprechend ist. Und bitte kommt her, genießt dann die Zeit. Es gab, wie gesagt, Corona war keine Restriktion. Wir durften die Firma weiter betreiben. Konzerte haben stattgefunden. Leute sind in die Restaurants gegangen. Wir hatten viele Leute, die dann auch gesagt haben, ich brauche mal eine Pause von den Einstrengungen, die wir in Europa hatten und den ganzen Sachen. Und die waren dann in Sansibar. Viele kamen nach Sansibar aus dem Grund. Ja, also ich glaube, wir waren es war für uns wirklich eine großartige Zeit, hier zu sein zu der Zeit. Und gerade als man auch wusste, dass hier nicht jeder sofort krank wurde, wussten alle nicht, was passieren wird. Die medizinische Versorgung für die krank wurden, hat zum größten Teil ausgereicht. Die war da. Es gab auch die ganzen Sachen, die es in Deutschland auch gab in den Krankenhäusern. Jetzt sind natürlich alle noch besser vorbereitet auf sowas. Ja, sie können weiter ins Restaurant gehen. Okay, gut. Eine allerletzte Frage. Dann ist auch unsere Zeit schon, haben wir sehr gut ausgeschöpft übrigens, unsere Stunde. Es war Staatsbürgerschaft. Und zwar, wir haben ja sehr viele unserer Mandanten, wir haben ja dafür auch extra die Webseite planbprojekt.com auch eingerichtet. Also wir haben sehr viele Mandanten, die überlegen, sich eine zweite oder dritte Staatsbürgerschaft zuzulegen. Und da gibt es ja immer die Variante Staatsbürgerschaft bei Investment oder es gibt halt die Staatsbürgerschaft, die man bekommt, wenn man eine bestimmte Zeit im Land sozusagen sich aufgehalten hat. Und deswegen auch meine Frage, ist dir bekannt, was da an Sansibar möglich ist, um die Staatsbürgerschaft zu erwerben? Wenn Sie durch die Investitionen, über die wir gesprochen haben, Daniel, diese $100.000 in Immobilie, bekommen Sie ein Aufenthaltsrecht, was alle 2 Jahre erneuert werden kann, aber solange Sie die Immobilie haben, wird die erneuert. Das ist keine Staatsbürgerschaft. Das sind dann Residence, eine Aufenthaltsgenehmigung. Ich dürfte zum Beispiel sagen, okay, ich gebe meinen deutschen Pass ab und nehme den tansanischen Pass, weil ich 10 Jahre schon hier bin. Das mache ich natürlich nicht, weil ich den deutschen Pass zum Reisen brauche und ich auch meinen deutschen Pass nicht abgeben will. Es ist gerade eine Gesetzesvorlage in Arbeit hier in Tansania, die auch den Besitz von 2 Pässen erlauben wird. Deutschland gibt das jetzt, glaube ich, seit kurzem. Und dann könnte ich hier nach 10 Jahren Aufenthaltsgenehmigung, nachdem ich 10 Jahre im Land bin, den tansanischen Aufenthaltsgenehmigung beantragen. Das ist einfach nur eine Zeit, die ich hier sein muss. Schön. Ja. Also, herzlich willkommen. Kann man sagen, ja, ich denke, irgendwie habe ich jetzt auch richtig Lust, das mal, sagen wir mal, in meinen Reiseplänen doch vielleicht sogar hoch zu priorisieren. Ja, wir sind auch nächste Woche wieder in Birmingham und auch ganz viele Kunden treffen in England bei A Place in the Sun und da ist wir sagen einfach, es ist einfach auch wirklich mal anschauen. Es ist eine großartige Option jetzt aus verschiedensten Gründen in den Markt zu investieren, der in den nächsten 10, 20 Jahren explodieren wird und ganz am Anfang. Wir sind noch nicht auf dem Niveau, aber alle, die Seychelles, Mauritius kennen, auch gerade unsere Firmen entwickelt haben, auch in Projektentwickler, die sagen, das ist genau, vielleicht werden nicht genauso, aber es wird in die Richtung wachsen. Und das ist auch gerade was passiert. Und wir bieten die Möglichkeit, auf einem ganz sicheren und ganz simplen, einfachen Niveau, auch nicht mit übertriebenen hohen Preisen, in diesem Markt teilzunehmen. Und ich glaube, das ist eine großartige Möglichkeit und ja, einfach nicht verpassen, einfach mal anschauen, vorbeischauen, ob das was für Sie ist. Und ja, entdecken. Discover Sansibar. Unbedingt. Ja. Dann. Das ist doch schon mal ein schönes Schlusswort. Eine Frage übrigens, bevor ich dann jetzt hier irgendwie ermahnt werde, dass ich das vergessen habe. Übrigens eine Frage, die ich meistens am Schluss stelle. Aber es ist ja wirklich die Schlussfrage. Und zwar, wenn jetzt jemand mal nach Sansibar kommt, was ist denn so ein ganz tolles Nationalgericht oder typisches Gericht, was man jetzt dort im Restaurant mal probieren sollte? Wo du sagst, wenn du kommst nach Sansibar, das musst du unbedingt bestellen. Ja, wir haben ja eine sehr breite Küche, ne? Weil Sansibaris sind ja auch sehr breit aufgestellt. Wir haben natürlich die indische Küche, wir haben die arabische Küche. Ich denke, was so das ganz, ganz Typische ist, natürlich ist so ein schöner Kingfish, ja, mit einem Biryani-Reis, also mit so einem Reis mit Kräutern drin, das ist natürlich fantastisch.
Muss man auf jeden Fall mal probieren. Dann haben wir den großen Fischmarkt, wo es natürlich jeden Fisch in jeder Richtung gibt, gegrillt und gebacken und in jeder Form. Auf jeden Fall Seafood ist ganz, ganz großartig und natürlich die Lobster, ganz klar. Das ist das Essen am Hotel am letzten Abend, der große, schöne Lobster, die natürlich auch von hier gefangen werden. Mein Favorite ist definitiv die indische Küche mit dem Biryani und dem Fisch. Das ist ganz, ganz großartig. Klingt gut. Also wir werden auf alle Fälle deine Kontaktdaten hier unten mit einblenden, auch in die Beschreibung natürlich schreiben. Wer also jetzt irgendwie noch weiter mit dem Sebastian sprechen will, weiß dann, wie er direkt mit dir Kontakt aufnehmen kann. Schreibt auch gerne eure Fragen in die Kommentare vom Video, dann leiten wir das weiter an den Sebastian, wem das einfacher ist, auf die Art und Weise seine Frage loszuwerden. Und ich kann nur sagen, vielen herzlichen Dank, Sebastian. Immer her. Bleib fröhlich und wir sehen uns irgendwann. Mal sehen, in Sansibar. Aber auf jeden Fall, Daniel. Danke dir und liebe Grüße an eure Zuhörer und herzlich willkommen nach Sansibar. Kontaktiert uns. Wir freuen uns auf euch. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.